Okay, alles klar. Guten Morgen, liebe Freunde. Oh. Dana schreit mich hier schon an. Läuft schon. Läuft schon, ja. Hi. Wir haben nur leider gerade deine Anschreier nicht mitbekommen, wie du hier sagst, machen wir heute noch K-Pop oder nicht. Ihr seht, ich werde hier permanent nur unter Druck gesetzt, egal von welcher Seite. Nein, stimmt gar nicht. Ja, hier hinten liegt die Peitsche und ich werde gefoltert. Die Zuschauer springen mir auf dem Kopf herum und na gut. Also, Leute, wir sind wirklich super knapp vor den 50.000. Es ist nicht mehr viel. Wir kriegen das wirklich, glaube ich, noch in diesem Monat. Oh mein Gott, ich werde weinen. Aber nicht jetzt. Vielleicht, wieso nicht? Wir gucken uns nochmal diese schöne Werbung hier im Hintergrund an, damit die endlich auch mal vorbei ist. So, wir haben uns überlegt, beziehungsweise einige Zuschauer haben das natürlich wieder einmal geschrieben, dass wir vielleicht mal wieder Stray Kids abchecken sollten. Und da mussten wir einfach sagen, ja, habt ihr recht, haben wir schon länger nicht gemacht und sollten wir auf jeden Fall wieder einmal machen. Und das tun wir jetzt mit dem Titel My Pace. My Patze. Müpatze. So, Müpatze. ich bin gespannt. Die letzten Nummern von Stray Kids haben mir ganz gut gefallen, möchte ich mal bescheiden sagen. Ja. Ich bin gespannt. Das ist jetzt ja wieder eine ältere Nummer von denen. Also auch nicht so alt, vom letzten Jahr. Und Fast genau ein Jahr. Krass, witzig. Und? Perfekt. Ja, hören wir rein. Ich bin gespannt. Ton. Ja, achso, du hörst gar nicht. So. Danke. Geil, das war erst nach so 20 Sekunden. Ich war den Soundeffekt. Schön knistern. Ja. Let's go! Okay, Knistern war schon mal richtig, das kann man auf jeden Fall bestätigen. Da war so ein Vinyl-Knistern drin, also Schallplatten-Knistern. Was guckst du so? Sein Shirt. Ja, jetzt, Umbro. jetzt haben die... Balenciaga. krass, hatten Zusammen. die eine Kooperation? Wusste ich gar nicht. Ist an mir vorbeigezogen. Sonst waren ja auch immer gerne mal Sachen von Hummel. Jetzt sind sie zu Umbro umgestiegen. Aber wenn es eine Balenciaga-Kooperation war, nicht schlecht. Nicht schlecht auf jeden Fall. Klingt sehr rockig auf jeden Fall direkt. Ja, ungefähr so. Genau das, aber auch die E-Gitarren. Sehr, sehr interessant. Ja, jetzt... 반이라도 닮았으면 난 좋겠어 우스워 누군가와 날 비교한 Aber dann plötzlich wieder so Trap Drum Sounds Aber drin. witzig, weil so man spürt nicht so einen harten Übergang. Nee. Das geht einfach so, ja, okay. Ja, aber das Akzeptiere ich so. das ist halt Bin genau ich dabei. das ist halt genau das, was die in K-Pop können. 다른 게 너무 무서워 하지마 그런 비교 따윈 의미 없잖아 거짓말 Stop it now 그냥 넌 지금 너의 길을 가면 돼 인정하기 싫지만 앞을 보게 되잖아 Entschuldigung. Was haben die denn gemacht? Das ist ja ein Adidas-Trikot, aber dann ein Gucci-Logo drauf gedruckt, aber statt Gucci steht da Goal. Ich glaube, die haben das selbst gemacht. Das könnte echt sein. Vielleicht stand da auch nicht Balenciaga, sondern Balenciaga oder so. Balenciaga mit Yoga, mit Y, Yoga. Ja, Balenciaga. Oh, okay. Das werden wir gleich nochmal im Detail sehen. 가면 돼 인정하기 싫지만 앞을 보게 되잖아 앞서간다고 먼저 가는 건 아냐 baby 저 멀리 보고 take your time 조급할 필요 없어 my baby 비교 따윈 하지마 천천히 달려도 괜찮아 나의 길을 따라 my life 급한 맘 내려놔 앞만 보고 달려가 You ready? Let's go! Just stay in my lane
Es ist ganz schön viel gerade, aber es ist so, so die ersten 1, 2 Übergänge bin ich noch mitgekommen, aber jetzt gerade war das so ein bisschen... Jetzt war auch sehr schnell immer, ne? Sehr schnell und doch ein bisschen zu verclasht. Extremer. Ja. Ich habe eine Frage direkt, gerade bei diesen Genre-Sprüngen, sage ich jetzt einfach mal. Ändert sich da nur der Rhythmus oder tatsächlich auch das Tempo? Weil es kam jetzt von einem... Nee, so, also Tempowechsel nie. Auf gar keinen Fall. Okay. Also wir sind immer konstant bei einer BPM-Zahl, also Beats pro Minute. Das definitiv, da ist wirklich immer nur ein Rhythmuswechsel. Okay. Das auf jeden Fall. Das wäre auch sehr ungewöhnlich, wenn man einen Tempowechsel hat, das heutzutage bei der Musik, nee, super, super selten. 또 남을 쳐다봐 그리고 나를 봐 뭔가 나보다 하나씩은 더 잘난 것 같아 Was? Was macht er mit seiner Zunge? Achso. Ach so, auch wegen dem Bild, weil oben und unten da auch immer noch so viel Bild. 그리고 나를 봐 뭔가 나보다 하나씩은 더 잘난 것 같아 Ja, ich glaube, er wollte einfach ein bisschen sexy acten. 또 남을 쳐다봐 그리고 나를 봐 뭔가 나보다 하나씩은 더 잘난 것 같아 왜 까나 왜 까요 자꾸 보게 돼 나도 모르게 모르고 고르는 선택의 연속인 거라도 몰라도 해보가 나만 뒤처지고 불안감이 계속 날 조르거든 다른 애들과 다른 애들과 다르다고 말은 하지만 내 빈잔에 욕심만 가게 인정하기 싫어 Das war richtig Power. Krass. Wow, okay, das war richtig heftig gerade. Und da war sogar trotzdem aber noch eine Stimme drunter gesetzt, eben runtergepitcht, noch eine Tiefe, war auch noch zusätzlich drunter, zu dieser kräftigen schon. Hier. Hörst du die? Das so Kannst du nochmal machen? also wirklich mit einem Pitch-Correction-Programm nochmal eine Oktave runtergesetzt, nochmal das zu hören. Oh, ja. Das ist halt clever, das ist natürlich gut. Hier so mit so einer tiefen Stimme, so kräftig, dieses aggressive, auch in diesem bisschen vollgeballerten Part, instrumentaltechnisch. Danach das dann in so einen Pre-Chorus aufgehen zu lassen und so eine sanfte Stimme und dann so richtig schön harmonisch, das ist clever, weil man da so richtig diesen schönen, harten Kontrast hat. Das löst dann richtig schön auf nochmal hier. Das soll auch Vêtements und so alles sein. Ne? Was? War das Comme des Garçons mit Adidas. Comme des Goals. Comme des Goal. Achso. Okay. Aber da steht wirklich Vêtements. Oder? Nee. Irgendwas haben die Jungs angestellt. Nee. Doch. Ja. 조급할 필요 없어 my pace 비교 따윈 하지마 천천히 달려도 괜찮아 나의 길을 따라 my life Dieses ganze Ohr, das ist krass, das ist halt so ein bisschen Future Bass mäßig irgendwie daraus genommen, so vom Instrumentenstil eigentlich. Das hätte ich jetzt zum Beispiel von einem KDA-Song erwartet. Stimmt. Ja. Das finde ich ganz geil, aber danach, wenn so plötzlich dieses Schnelle kommt. Ja. Oh. Oh. Ich höre Autos. 난 아직 나의 목적지가 어딘지는 몰라 I don't know 저기 결승선에 내 모습이었던 모습 Das ist ja hier 아직 나의 목적지가 어딘지는 einmal so ein, ja, ich sag mal ein Key-Instrument, also irgendwas, ein Tasteninstrument, auf jeden Fall synthetisch Synthesizer. Ja, es ist auf jeden Fall Synthesizer angelegt, es hat so einen gleichen Orgelklang auf jeden Fall auch. Das legt eben die Akkorde und dann eben noch drüber dieses Din. Was hier aber dann schön ist, da gibt es einmal kurz eine Stelle, wo genau diese Keys dann einmal rückwärts laufen. 난 아직 나의 목적지가 어딘지는 몰라 I don't know 저기 결승선에 Da läuft schon rückwärts.
목적지가 어딘지는 몰라 I don't nochmal. know 저기 결승선에 내 모습이었던 모습일지 몰라 I want to know 하지만 일단 내 앞에 길을 달려 고민은 다 헷갈린 길에서 그때까지는 자꾸 나의 앞을 돌아보지 마 잊지만 my speed my limit my pace 조급할 필요 없어 my pace 비교 따윈 하지마 천천히 Hier war einmal noch so eine. Das ist ja sowieso die ganze Zeit mit E-Gitarre und so. Aber geil, es ist halt schon interessant hier zu hören, wie die dann so plötzlich auf einmal, ja, wie so ein Riser benutzt wird und dann einmal hart gecuttet wird. Wupp, Ende. Und dann Drop. 조급할 필요 없어 my pace 비교 따윈 하지마 천천히 달려도 괜찮아 나의 길을 따라 my life 너만 보고 달려가 Ready? Let's go Just stay in my lane Okay, witzig. Das Ende war jetzt tatsächlich nochmal irgendwie da was rausgeholt auf jeden Fall. 조급할 필요 없어 my pace 비교 따윈 하지마 천천히 달려도 괜찮아 Ne, dieser eine Harmonie, die im Gesang da nochmal schön dazukommt. Sehr, sehr interessant, finde ich sehr schön. Hier schon. Oh, dann so oben. Ja, hier hört, das ist nochmal eine höhere. Davor ist schon eine, die liegt so dazwischen. Oh, die. 조급할 필요 없어 my pace 비교 따윈 하지마 천천히 달려도 괜찮아 Das singt er, oder? 비교 따윈 하지마 천천히 달려도 괜찮아 Na, okay. Komme ich jetzt nicht hin, aber die ist so, nee, noch ein bisschen höher ist die. 나의 길을 따라 my pace 비교 따윈 하지마 천천히 달려도 괜찮아 나의 길을 따라 my life Ready? Let's go Ah, geil. Au! Ready? Let's go Aber auch so mit der harten Stimme, ne? Mit der vollen und dann noch oben eins drüber. Einmal so, au! Und so, au! Ja, genau. Sind auf jeden Fall mehrere aus, die hier übereinander gelegt wurden. Sehr, sehr interessant. Ready? Let's go Der Part ist geil, aber. Wow, nice. Ja, coole Nummer. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ist jetzt nicht mein Favorit von den Stray Kids, kann ich direkt schon vorweg sagen. Mein Favorit auch nicht von denen, aber scheiße fand ich es auch nicht. Scheiße. Ja. Das war gerade irgendwie so hart ausgedrückt direkt, das wollte ich dann doch nicht. Ja. Ich fand es echt gut, aber ich weiß nicht mehr, wie der andere Song hieß, den ich mega gut finde. Sonst würde ich ihn jetzt nennen. Stray Kids. War Myro von denen? Ja. Ja, das war mein Lieblingssong von denen, glaube ich. War das von den 80s? Nein. Oh Gott. Ich glaube, ja. Es ist spät Es oder ist sehr definitiv früh spät. und wir kommen durcheinander. Ich kann ja mal kurz nachschlagen, damit wir das wenigstens nochmal schnell für uns geklärt haben. Stray Kids und Myro? Ja, ist von denen. Ja, genau. Myro und Victory Song. Myro war, glaube ich, der erste, den wir abgecheckt hatten, ne? Ja. Und den fand ich auch mega, mega geil. Also Der war richtig Abriss. Ja. My Pace ist natürlich, ich glaube, das ist aber auch das Ding. Da geht es halt auch darum, dass du natürlich, das soll nach vorne gehen, soll Tempo machen und so weiter und so weiter. Die Zunge schon wieder. Die Genrewechsel, ja, geht so. Also fand ich teilweise echt doch, ja, aber ich glaube, das ist,
Weil es halt so ein schnelles Ding ist. Wenn da dann noch viele Genrewechsel sind, dann wird das, kann das einen dann doch sehr schnell überrumpeln. Ich glaube, es liegt dann eher daran, wenn wir es jetzt ein zweites Mal hören, dann wird es schon wieder ganz anders sein. Weil auch schon, ich hatte im Laufe des Hörens auch schon wieder das Gefühl, dass es nicht mehr ganz so schlimm ist wie am Anfang. Ja. Beim ersten Mal vielleicht ungewohnt einfach, ne? Ja, ich denke es jetzt gerade schon, wenn ich es jetzt hier so im Hintergrund höre, dass es schon wieder ganz anders ist. 처럼 되고 싶어 부러워 반을 반이라도 담았으면 난 좋겠어 우스워 Sind da wieder so Horns, Bläser? Ja, diese Brass Section Ja. Ja. Yes. 난 좋겠어 우스워 누군가와 날 비교한다는 게 너무 무서워 Cool. 하지마 그런 비교 따윈 의미 없잖아 거짓말 Stop it now Witzig, der ist da oben mit dem Pferd und reitet da so entlang. Ja. Das habe ich gar nicht gesehen vorhin. Also jetzt beim zweiten Mal hören finde ich schon wieder irgendwie stärker als beim ersten Mal. Allein das Intro ist sowieso schon sehr, sehr stark, muss ich sagen. Das kommt schon echt stark rein. Das ist halt immer so die Sache. Ne? Wir hören halt immer das erste Mal und dann ist mal so. Ja, manche Songs muss man einfach erstmal 2-, 3-mal gehört haben. Sowieso, ja. 거짓말 Es hat auch geil hier gesetzt, so wirklich super selektiv als stilistisches Mittel, dieser Autotune-Effekt. 거짓말 Stop it now 그냥 넌 지금 너의 길을 가면 돼 인정하기 싫지만 War auch wieder so ein... Ja, sind immer wieder welche so richtig Aber jetzt fällt mir auch erst alles richtig auf und so. Trap-mäßige Adlibs drin. Ja, weil es dann beim ersten Mal echt so Reizüberflutung war. Ne? 앞을 보게 되잖아 앞서간다고 먼저 가는 건 아냐 baby Aber es wird ja schon ganz... Was machst du da? Ich weiß es nicht. Ganz kurz ruhig und dann geht das hier nochmal schön auf. Also doch, wirklich schöne Nummer. 보게 되잖아 앞서간 Da ist auch wieder so ein High-Cut-Filter auf einem der hinteren, also vom Mixer, hinteren Instrumente, die diese Akkorde spielen, auf diesem flächigen, ne, musst du ganz genau hinhören, im Hintergrund hört man das. Da ist wieder so ein High-Cut mit diesem Resonanzfilter, der so... 보게 되잖아 앞서간다고 먼저 가는 Oh. Ja, ist ja auch wieder drauf. So dass es dann halt am Anfang zwar da ist und harmonisch das Ganze schon so einleitet, aber dann eben bis dahin geht, wo der Part dann schneller wird, durch die Percussion, die da richtig dann lossetzt. 앞을 보게 되잖아 앞서간다고 먼저 가는 건 아냐 baby 저 멀리 Gitarren. 보고 take your time 조급할 필요 없어 So, vielen Dank fürs Zuschauen. Sonst wird das Video wieder viel zu lang. Wir haben gestern ein 50-Minuten-Video rausgehauen und das war extrem lang. Wir hatten zwar Spaß, aber ich glaube, Sarugen, der für uns den Untertitel macht, leidet dann 3-mal so viel. Der Mopsi ist auch wieder da und wir gehen dafür jetzt weg. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und für die fleißigen Follower, die letzten Tage noch auf Instagram dazugekommen sind, bei Dana und bei mir. Wir sind aber auch ziemlich viel am Content raushauen, gerade mit Stories und Live und so weiter und so weiter. Das macht uns gerade richtig viel Spaß. Dieses Fotoschießen und Dings und so, da sind wir immer so ein bisschen raus, weil wir sitzen den ganzen Tag hier, arbeiten und machen unser Zeug. Da sind wir nicht so viel an coolen Locations, wo wir dann Fotos machen können. Deswegen, aber wir gucken mal. Vielleicht kommt das ja noch. Aber gerade die Story-Funktion und diese Impuls-Content raushauen macht uns gerade mega Bock. Deswegen nochmal ein kleiner Hinweis mit diesem Klick hier, dass ihr uns gerne auf Instagram folgen dürft. Und nicht vergessen, auch bei Dana vorbeischauen mit YouTube. Sie macht da so schöne Make-ups, wie sie gerade jetzt zum Beispiel drauf hat. Das muss man wirklich... Mein Highlight hat sie da. Und wie? Das muss man einfach wirklich betonen hier. Oh, guck mal, wie der funkelt. Ich Yes. hab wieder Glas-Cheeks. Glas. Genau. Und ja. Lasst gerne ein Abo da, falls ihr was gelernt habt. Und nicht vergessen, Glöckchen an für den Ehrenmann und Ehrenmops. Was mit mir? Achso, ja. Ehrenfrau. Okay. Schönes Wochenende. Tschüss.